Der Aufwand ist immens. Schritt für Schritt suchen ukrainische Soldaten nach russischen Landminen und alter Munition. Ganze Regionen sind damit verseucht. Eine tödliche Gefahr, selbst nach dem Abzug der russischen Truppen. Im September 1998 haben 121 Staaten Landminen geächtet. Russland gehört nicht dazu. Und tatsächlich hat Putin in der Ukraine Antipersonenminen verlegen lassen. Herzlich willkommen bei Nano. Die deutsche Verteidigungsministerin hat versprochen, die Ukraine bei der Minenräumung zu unterstützen. Und das ist ja auch weniger konfliktbeladen, als Kampfpanzer zu liefern. 20 ukrainische Soldaten sollen von der Bundeswehr im Räumen von Minen und Entschärfen von Sprengfallen ausgebildet werden. Wir zeigen Ihnen, wie Hightech hilft, Minen aufzuspüren. Auf diesem Versuchsfeld vermessen Professor Christian Waldschmidt und seine Mitarbeiter vom Institut für Mikrowellentechnik der Uni Ulm Areale mit verschiedenen Böden. An den Messpunkten verbuddeln die Wissenschaftler Attrappen von Antipersonenminen. Das hier ist ein Dummy von einer Antipersonenmine. Wir haben hier die gleiche Geometrie und die gleichen Abmessungen wie bei einer echten Antipersonenmine. Und dieses Gebilde hat die gleichen Materialeigenschaften. Das ist zwar hier jetzt nur Wachs und Silikon, aber im Radarbild haben die gleichen Eigenschaften. Wir vergraben jetzt die Mine und wenn wir die nachher detektieren und im Radarbild sehen, dann wissen wir eben auch, dass wir echte Minen sehen werden. Das Radarbild bekommen die Ulmer von ihren selbstentwickelten Radarsensoren, die sie unter einer Drohne montiert haben. Damit wollen sie in Zukunft weltweit Minen in Kriegsgebieten aufspüren. Die verschiedenen Versuchsfelder mit den unterschiedlichen Böden haben die Elektroingenieure angelegt, da auch die Minen in den verschiedenen Kriegsgebieten in unterschiedlichen Böden liegen. Heute schaut sich der Direktor der Schweizerischen Stiftung für Minenräumung FSD, Hans-Jörg Eberle, die Felder an. Wir sind gerade jetzt hier am Lehm. Okay. Da kommen die letzten Minen rein. Drüben am Kies haben wir schon alles vergraben. Genauso im Sand ist auch schon vergraben. Und im Rasen liegen noch die Minen von letzter Woche. Okay. Das heißt, wir können bald loslegen. Die Stiftung von Eberle arbeitet seit Jahren eng mit den Ulmern zusammen und ist weltweit in Sachen Minenräumung unterwegs, wie beispielsweise hier zu Schulungen im Irak. Deshalb weiß Eberle genau um die Gefährlichkeit solcher Tretminen. Das ist eine ganz perfide und geächtete Waffe. Wieso? Weil sie löst bei einem Druck eine Explosion aus, die der Absicht nach die Leute verletzt und nicht tötet. Warum? Weil ein verletzter Soldat ist ein viel größeres Problem für seine Umgebung als ein getöteter Soldat. Aber das Schlimme ist, diese Minen bleiben liegen nach dem Kriege. Und die liegen heute rum auf der ganzen Welt und das sind die Zivilisten, die heute die Unfälle haben. Der Explosive Violence Monitor berichtet im Jahr 2020 von 18.747 Toten und Verletzten in 48 Ländern durch explosive Munition und Minen. Weltweit wird fast jede Stunde eine Person durch Landminen getötet oder verletzt, vor allem Kinder. Laut Erhebungen der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen sind gerade arme Länder im Nahen Osten, Südostasien und Afrika Hotspots der Verminung und von Munitionsrückständen. Hinzu kommen Kolumbien und die Ukraine. Im Juni 2022 am stärksten von explosiver Gewalt betroffen, mit weitem Abstand die Ukraine, gefolgt von Myanmar und Syrien. 2/3 der Opfer auch hier Zivilisten. Um zivile Opfer zu vermeiden, wie etwa hier im Irak nahe der syrischen Grenze, müssen die potenziell verminten Gebiete zuerst einmal von Experten untersucht werden. Dieser Prozess heißt im Fachjargon nicht-technische Erhebung. Sie umfasst die Befragung der lokalen Bevölkerung und Behörden, das Einmessen von Geodaten, die Erstellung von Karten und die Begehung vor Ort durch ein Erhebungsteam. Das ist für die Minensucher gefährlich, da auch hier schon Minen oder Munition explodieren können. Dieser nicht-technische Erhebungsprozess kann nun durch den Einsatz der Drohne erheblich beschleunigt werden, weil diese sehr große Flächen überfliegen kann und so gegenüber einer monatelangen Befragung und Begehung viel Zeit spart.
Ich habe bei meinem letzten Besuch im Irak gesehen, dass es Zehntausende von internen Vertriebenen im Irak gibt. Diese Leute möchten in ihre Dörfer zurück, aber diese Dörfer sind immer noch vermint. Und die Minenräumer mussten zuerst mal feststellen, ob es da überhaupt eine Gefahr gibt oder nicht. Und wir hoffen sehr, dass uns die Drohne bei diesen Arbeiten unterstützen würde und das ganze Verfahren beschleunigen würde. Um solche Aufgaben zu simulieren, haben die Ulmer Forscher einen Teil des Testfeldes ohne Minen belassen. Die ausgewerteten Drohnendaten ergeben ein eindeutiges Bild. Wir sehen hier jetzt die Perspektive von oben, also Vogelperspektive auf das Minengebiet. Und man sieht in diesem kleinen Ausschnitt sehr schön, dass da keine Minen liegen. Gut, also kein Resultat hier, das ist ja eigentlich ein gutes Resultat. Wenn dem so wäre, würde das heißen, dass wir direkt dieses Gebiet der Zivilbevölkerung zurückgeben könnten. Im nächsten Schritt überfliegen die Ulmer nun ein Feld, welches sie reichlich mit Minen bestückt haben. Die Drohne ist dabei so programmiert, dass sie immer verschiedene Kreisbewegungen fliegt. Nur so kann der Radar die Minen von allen Seiten erfassen. Im Gegensatz zu dem Bild, das wir vorhin gesehen haben, sehen wir jetzt hier an einem Bild, wo tatsächlich Minen drin liegen. Wir sehen hier diese gelben Punkte, das sind tatsächlich Minen. Hier sieht man auch den Bereich, in dem wir tatsächlich auswerten. Das ist nämlich der Kreis, den wir tatsächlich geflogen sind. Möglich ist das, weil die Ulmer Wissenschaftler diesen speziellen Radarsensor für Drohnen entwickelt haben. In der Absorberkammer der Uni Ulm zeigt sich das Prinzip. Über die Sendeantennen werden elektromagnetische Wellen abgeschickt. Aufgrund der sehr geringen Frequenz können die Wellen in der Realität in alle Bodenarten eindringen und werden dort von den Minen, hier symbolisiert durch einen metallischen Radarreflektor, zurückgeworfen. Dieses reflektierte Signal empfängt der Radarsensor und wertet es aus. Hier in der Absorberkammer können wir unseren Radarsensor ganz genau vermessen. Für die Anwendung ist aber nachher die Bewegung auf der Drohne wichtig. Und wir müssen ganz genau wissen, wo die Drohne ist, etwa auf einen Zentimeter genau, weil nur dadurch werden die Bilder nachher auch scharf, die wir von den Minen machen wollen. Wenn sich das Verfahren in der Praxis bewährt hat, wollen die Ulmer ihre Radarbilder auch für die praktische Minenräumung zur Verfügung stellen. Die ersten Einsätze in einem echten Minenfeld sind im nächsten Jahr im Irak und in der Ukraine geplant. Wir hoffen natürlich sehr, dass in ein paar Jahren die Minenräumer eigentlich als praktisches Werkzeug diese Drohne mit dem Radar einsetzen können. Und die Pläne des Teams aus Ulm gehen noch weiter. In Zukunft wollen sie mit ganzen Drohnenschwärmen sehr viel größere Areale auf Minen untersuchen.